Hallo und herzlich willkommen aus der Virol Akademie. Heute haben wir hier ein besonderes Schätzchen, einen BMW 728i, Baujahr E38 von 1997. In diesem Video wollen wir euch zeigen, dass es auch an solchen Klassikfahrzeugen durchaus Sinn macht, eine Getriebeölspülung durchzuführen. Was benötigen wir dazu? Natürlich das passende Expert-Kit und unser Spülgerät, das Expert Gear Pro. Das Fahrzeug hat jetzt 270.000 Kilometer gelaufen. Wir haben hier aufgrund des nicht vorhandenen OBD-Steckers nicht die Möglichkeit, direkt den Fehlerspeicher auszulesen. Aber das Fahrzeug hat ansonsten keine groben Auffälligkeiten und es ist auch keine Fehlermeldung im Display vorhanden. In unser Spülgerät ist eine Datenbank integriert. Hier finden wir das richtige Fahrzeug und unter dem Button Prozedur können wir alles Wichtige an Informationen finden, wie wo wird mit welchem Adapter verbunden oder auch wie wird der Ölstand geprüft. Des Weiteren haben wir hier auch das passende Expert-Kit hinterlegt. Wir haben alle Infos, die wir brauchen, dann können wir jetzt adaptieren. Wie hier unschwer zu erkennen, ist das Öl, ja, ich möchte mal sagen, gar nicht so stark verschmutzt. Hier scheint im Vorfeld schon irgendwann mal ein Ölwechsel gemacht worden zu sein. Das Fahrzeug haben wir jetzt mit dem Spülgerät verbunden. Jetzt brauchen wir natürlich auch Öl und die passenden Ersatzteile. Und das finden wir natürlich alles in unserem Expert-Kit. Wir haben hier also die ausreichende Menge Öl für eine Spülung, neuen Filter, die Dichtung und alle Schrauben, die benötigt werden. Bevor wir jetzt mit dem geführten Ablauf beginnen, empfiehlt es sich, einmal nachzuschauen, ob alle Anschlüsse soweit dicht und fest sind. Dazu lassen wir das Fahrzeug einmal laufen. Wir haben jetzt hier 300 Milliliter, in dem Falle Ölzugabe eingegeben und eine Reinigungszeit von 5 Minuten. Und jetzt starten wir mit dem automatischen Ablauf. Jetzt sagt das Gerät uns, wir sollen einmal den Motor starten, damit es die Flussrichtung automatisch wahrnehmen kann. Nach dem Reinigungslauf geht es automatisch in die sogenannte Ölwannenprozedur. Hierbei wird durch die getriebeeigene Pumpe die Ölwanne so weit entleert, bis der Druck hier im Zulauf sinkt. Und dann schalten wir das Fahrzeug aus. Nachdem jetzt das Öl quasi aus der Ölwanne entleert wurde, ein bisschen ist noch drin, bauen wir jetzt die Ölwanne und den Filter aus. Ja, hier sehen wir also eindeutig ziemlich starken Abrieb, der sich hier schon vorm Filter und vor allen Dingen hier an den Magneten gesammelt hat. Also auch hier macht es Sinn, dass jetzt eine Spülung durchgeführt wird. Im nächsten Schritt wird durch den Kühler das Getriebe im statischen Zustand, so wie es jetzt ist, offen gespült. Und im nächsten Schritt bauen wir jetzt den neuen Filter und die Ölwanne wieder ein. Den Filter niemals so lose rein und mit Hand, immer mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. Die neue Ölwanne wischen wir nur aus und setzen neue Magnete ein. Auch hier drehen wir die Schrauben wieder mit dem vorgegebenen Drehmoment an. Da die Ölwanne jetzt leer ist, muss zunächst wieder Öl aufgefüllt werden. Das machen wir im nächsten Schritt. Im nächsten Schritt spülen wir jetzt den restlichen Bereich und den Wandler einmal komplett durch. Dazu wird das Fahrzeug laufen gelassen. Wir hätten hier jetzt nochmal die Möglichkeit, diese Spülmenge anzupassen. Wenn wir also sagen, wir haben sehr stark verschmutztes Öl, könnten wir jetzt die Menge erhöhen. Das ist hier aber nicht erforderlich, also starten wir. Als abschließenden Schritt müssen wir den Ölstand prüfen. Wir haben unten ein sogenanntes Überlaufrohr, was auch gleichzeitig Einführrohr ist. Das ist die dicke Schraube, die lösen wir gleich.
Und dann muss zwischen 30 und 50 Grad mittlere Öltemperatur muss dann das Öl leicht raustropfen, dann ist der richtige Stand erreicht. Wie am Anfang erwähnt, haben wir jetzt hier nicht die Möglichkeit, den Tester anzuschließen. Wir nehmen einen Ersatzwert, dazu nehmen wir uns ein Infrarotthermometer und messen an der Ölwanne, sodass wir sagen, okay, 30 bis 50 gehen wir irgendwo in den Bereich von 35 Grad, dann sollte das passen. Hier sehen wir jetzt noch nichts tropfen, das heißt, wir füllen jetzt noch mal nach und das machen wir mit dem Gerät. Jetzt setzen wir die neue Schraube ein und verschließen. Auch diese Schraube ziehen wir mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. Jetzt sind wir soweit fertig. Wir haben die Schraube wieder eingeschraubt, mit einem festen Drehmoment angezogen und jetzt können wir das Fahrzeug zurückadaptieren. Das Gerät hat jetzt selbstständig nochmal 200 Milliliter zugefügt, weil wir jetzt gleich beim Abadaptieren etwas Öl verlieren, um das auszugleichen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen und auch das spezielle Erlebnis der Probefahrt, wo man gemerkt hat, die Schaltübergänge sind deutlich weicher und auch das Anfahren ist deutlich weicher, haben gezeigt, dass es sich durchaus lohnt, bei älteren Fahrzeugen auch eine Getriebeölspülung durchzuführen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Gebt uns einen Daumen hoch. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einen Kommentar und denkt immer dran, abonniert unseren Kanal.